Beweise deuten darauf hin, dass der moderne Mensch, Homo sapiens, irgendwie fremd auf der Erde ist. Seit der Zeit Darwins gehen die Evolutionsforschungen zurück bis zu dem Punkt, an dem das Leben vor Milliarden Jahren entstanden ist. Der Platz des Menschen in der Evolution bleibt ein Rätsel. Zunächst wurde angenommen, dass der Mensch vor 500.000 Jahren in Asien geboren wurde, aber ältere Fossilien deuten darauf hin, dass seine Vorfahren vor etwa 25 Millionen Jahren aufgetaucht sind. Entdeckungen in Ostafrika haben eine Übergangsform von Hominiden vor 14 Millionen Jahren offenbart und die ersten Hominiden der Gattung Homo etwa vor 11 Millionen Jahren. Der entwickelte Australopithecus lebte vor 2 Millionen Jahren in Afrika. Homo erectus erschien 1 Million Jahre später und der Neandertaler 900.000 Jahre nach ihm. Trotz der vergangenen 2 Millionen Jahre waren die Werkzeuge beider Gruppen ähnlich. Plötzlich, vor 35.000 Jahren, erschien Homo sapiens und dominierte die Neandertaler. Die Menschen von Cro-Magnon waren uns so ähnlich, dass sie in der Menge einer modernen Stadt verschwinden könnten. Sie konnten Unterkünfte bauen, stellten spezialisierte Werkzeuge und Waffen her, trugen Kleidung aus Tierfellen und ihre Kunst zeugte von einer Form von Religion und Philosophie über das Leben, den Tod und ein mögliches Leben nach dem Tod. Entdeckungen zeigen, dass der Cro-Magnon vom früheren Homo sapiens abstammte, der vor 250.000 Jahren lebte. Im Jahr 2017 wurden in Marokko Überreste von Homo sapiens gefunden, die auf etwa 300.000 Jahre datiert wurden, was sie zu den ältesten bekannten Knochen unserer Spezies macht. Das Auftreten des modernen Menschen während der Eiszeit ist ein Rätsel. Professor Theodosius Dobzhansky bemerkte, dass Homo sapiens keine eindeutigen Vorfahren hat und seine Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Sprache, keinen Bezug zu früheren Primatenformen haben. Woher stammt also der moderne Mensch? Das Alte Testament und andere antike Quellen deuten darauf hin, dass wir von Göttern erschaffen wurden. Wir wissen, wo die Zivilisation begann, aber warum entstand sie? Der Mensch sollte immer noch ohne Zivilisation leben, wie die primitiven Stämme im Amazonasgebiet. Das eigentliche Rätsel ist unser Fortschritt. Es sollte uns Millionen Jahre dauern, um vom Gebrauch von Steinen zur fortgeschrittenen Technologie zu gelangen. Und doch landen Astronauten weniger als 50.000 Jahre nach der Zeit der Neandertaler auf dem Mond. Haben wir diese fortschrittliche Zivilisation selbst erschaffen? Der Cro-Magnon wurde plötzlich und revolutionär zum zivilisierten Menschen. Obwohl er keine Wolkenkratzer baute, zeugen seine Mobilität, seine Fähigkeit zur Absicherung, sein Wunsch nach Kleidung, seine Werkzeuge und seine Kunst von einer hochentwickelten Zivilisation. Diese Zivilisation entstand im Nahen Osten, in einem Gebiet von den Zagros-Bergen über Ararat und Taurus bis hin zu den Gebieten Syriens, Libanons und Israels. In der Sanidar-Höhle, die im Jahre 1957 von Ralph Solecki entdeckt wurde, fand man die Überreste einer Familie von vor 44.000 Jahren. Untersuchungen haben ergeben, dass die menschliche Kultur eine Rückentwicklung durchmachte. Von etwa 27.000 bis 11.000 Jahre vor unserer Zeit nahm die Bevölkerung ab. Um etwa 11.000 Jahre vor unserer Zeit erschien der Homo sapiens wieder mit neuer Energie und Kultur. Über Millionen von Jahren war der Mensch ein Kind der Natur, aber plötzlich wurde er ein Bauer. Untersuchungen von R.J. Braidwood und B. Howe bestätigen, dass die Landwirtschaft im Nahen Osten begann. Die ersten landwirtschaftlichen Versuche umfassten Weizen und Gerste, aber der Nahe Osten verbreitete schnell viele andere Pflanzen. Forscher, die den Ursprung der Weinrebe untersuchten, kamen zu dem Schluss, dass der Anbau in den Bergen Mesopotamiens, Syriens und Palästinas begann. Das Alte Testament sagt, dass Noah einen Weinberg anlegte, nachdem die Arche auf dem Berg Ararat gelandet war. Ebenso stammen Äpfel, Birnen, Oliven, Feigen und andere Pflanzen aus dem Nahen Osten und verbreiteten sich dann in die ganze Welt. Das Buch Genesis beschreibt den Prozess der Domestizierung von Pflanzen. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprießen, Getreide, das Samen nach seiner Art hervorbringt, Obstbäume, die nach ihrer Art Frucht bringen, in denen ihr Same ist auf der Erde. Die Bibel spricht auch über die Mühe, Nahrung nach der Vertreibung aus dem Eden zu beschaffen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das erste domestizierte Tier war der Hund, etwa 9.500 Jahre vor unserer Zeit. Danach folgten Schafe, Ziegen, Schweine und Rinder. All diese Veränderungen fanden im Nahen Osten statt und führten zum Ende des Paläolithikums und zum Beginn des Mesolithikums. Die neue Ära, das Neolithikum, begann etwa 7.500 Jahre vor unserer Zeit mit der Erfindung der Töpferei.
Während der ersten Jahrtausende entwickelte sich die Zivilisation in den Bergen des Nahen Ostens. Doch später begannen die Menschen, sich in den Tälern niederzulassen. Vor dem 7. Jahrtausend vor unserer Zeit entwickelten sich keramische Kulturen, aber etwa im 5. Jahrtausend vor unserer Zeit verlangsamte sich der Fortschritt. Die Töpferwaren wurden einfacher und viele Siedlungen verwaisten. Dann plötzlich erlebte der Nahe Osten einen Aufschwung großer Zivilisation. Eine mysteriöse Hand erhob den Menschen auf ein höheres Niveau von Wissen und Kultur. In der Geschichte der westlichen Zivilisation glaubte man lange Zeit, dass ihre Wurzeln in den Kulturen Griechenlands und Roms liegen. Die griechischen Philosophen selbst gaben jedoch zu, dass sie aus noch älteren Quellen schöpften. Reisende, die nach Europa zurückkehrten, erzählten von den großartigen Bauwerken Ägyptens, die von mysteriösen Sphinxen bewacht wurden. Als Napoleon im Jahre 1799 nach Ägypten kam, brachte er Gelehrte mit, um diese antiken Monumente zu untersuchen. Eine der Entdeckungen, der Stein von Rosette, half bei der Entschlüsselung der Hieroglyphen und zeigte, dass Ägypten eine fortschrittliche Zivilisation war, noch vor der Entstehung Griechenlands. Doch nicht Ägypten, sondern der Nahe Osten war die wahre Inspirationsquelle für die Griechen. Die minoische Zivilisation auf Kreta und die mykenische Zivilisation auf dem griechischen Festland wurden von Syrien und Anatolien beeinflusst. Im 13. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit durchliefen Griechenland und Israel ähnliche Veränderungen, was zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen der semitischen und der hellenischen Zivilisation bestätigt. Professor Cyrus H. Gordon schlug vor, dass die frühe minoische Schrift semitische Sprachelemente enthielt, was auf starke Verbindungen zwischen der hebräischen und der minoischen Kultur hinweist. Sogar das griechische Alphabet stammte aus dem Nahen Osten, was die Griechen in ihren Chroniken bestätigten. Die Assyrer und Babylonier, deren Wurzeln in früheren mesopotamischen Reichen lagen, verwendeten Keilschrift. Das Entziffern dieser Inschriften enthüllte, dass diese Reiche tiefe Verbindungen zu biblischen Ereignissen und Figuren hatten, wie zum Beispiel König Cyrus, der laut dem biblischen Buch Esra auf Befehl Jahwes handelte. So spricht Cyrus, der König von Persien: Jahwe, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem zu bauen, das in Juda ist. Esra 1,2. Die biblische Genesis berichtet von Nimrod, der ein Königreich in Mesopotamien gründete, das die Städte Babylon, Erech, Akkad und Kalne umfasste. Der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Sinea. Von diesem Land zog er nach Assur und baute Ninive, Rehoboth-ir, Kalach und Resen, das große Stadt zwischen Ninive und Kalach. Genesis 10, 10-12. Tatsächlich haben Ausgrabungen die Existenz dieser alten Städte und ihre Verbindung zu den biblischen Erzählungen bestätigt. Sargon von Akkad, bekannt als rechtmäßiger Herrscher, regierte ein Reich, das sich vom Persischen Golf bis zum Mittelmeer erstreckte, was bestätigt, dass die Zivilisationen Mesopotamiens bereits im 3. Jahrtausend vor unserer Zeit fortschrittlich waren. Wissenschaftler erkannten schnell, dass Namen nicht nur im hebräischen Alten Testament, sondern im gesamten alten Nahen Osten von Bedeutung waren. Akkadische, babylonische und assyrische Namen von Personen und Orten hatten immer eine Bedeutung. Die Namen der Herrscher, die Sargon von Akkad vorausgingen, waren jedoch unverständlich. König Ur-Zababa und König Lugal-Zaggisi passten in keine bekannte Sprachgruppe. Sir Henry Rawlinson bemerkte im Jahr 1853, dass diese Namen weder semitisch noch indoeuropäisch waren, sondern einer unbekannten Sprachgruppe zugehörten. Die akkadische Keilschrift, die silbisch war, enthielt auch piktografische Zeichen. Dies deutete darauf hin, dass das Akkadische einen Vorgänger in einer anderen Sprache hatte, ähnlich den ägyptischen Hieroglyphen. Die Entdeckung in der Bibliothek von Assurbanipal in Ninive, wo 25.000 Tafeln gefunden wurden, von denen viele Kopien älterer Texte waren, fügte dem Geheimnis hinzu. Assurbanipal sagte: Der Gott der Schreiber hat mir das Geschenk des Wissens seiner Kunst verliehen. Ich bin in die Geheimnisse des Schreibens eingeweiht worden. Ich kann sogar komplizierte Tafeln auf Sumerisch lesen. Ich verstehe die rätselhaften Worte, die in Stein gemeißelt sind, aus Zeiten vor der Flut. Im Jahre 1869 stellte Jules Oppert die Theorie über die Existenz einer präakkadischen Sprache und eines Volkes auf und nannte sie Sumerer. Das Buch Genesis erwähnt das Land Shinar, Sumer, was diese Forschungen bestätigte.
Akkadische Bezüge zu älteren Texten erwiesen sich als akkadisch-sumerische Lexika, die das Erlernen dieser ersten schriftlichen Sprache, des Sumerischen, erleichterten. Die Ausgrabungen in Lagash, die französische Archäologen im Jahre 1877 begannen, enthüllten den Reichtum der sumerischen Kultur. Inschriften wie die von Ensi-e-Anatuma hinterlassenen weisen auf eine entwickelte Landwirtschaft, Bewässerung und fortschrittlichen Tempelbau hin. Gudea, einer der besser bekannten Herrscher von Lagash, widmete viele Statuetten den Göttern und erwarb wertvolle Baumaterialien aus fernen Ländern. Seine Taten erinnern an biblische Beschreibungen des Baus der Stiftshütte durch Moses und des Tempels durch König Salomo. Und siehe, da war ein Mann, dessen Aussehen wie Erz war. Er hatte eine Leinenmessschnur und eine Messrute in seiner Hand. Ezechiel 40,3. Gudea, der Anweisungen in einer Vision erhielt, rief 216.000 Menschen zum Bau des Tempels zusammen. Die Anweisungen enthielten detaillierte Pläne und Maße, ähnlich denen, die Moses und Salomo erhielten. Ein Mann, der wie der Himmel leuchtete, mit dem Gott Ningirsu und einer Göttin mit einer Tafel, mit ihrem Lieblingsstern am Himmel. Die ersten großen Zivilisationen, wie die sumerische, sind für ihre außergewöhnlichen materiellen und technologischen Errungenschaften bekannt. Eine der bekanntesten Erfindungen der Sumerer war die Schrift, die das Fundament jeder entwickelten Zivilisation bildet. Neben der Schrift entwickelten die Sumerer die Drucktechnik, indem sie fertige piktografische Schriftzeichen verwendeten, die sie in feuchten Ton eindrückten. Die Sumerer erfanden auch das zylindrische Siegel, das der Prototyp der modernen Rotationsmaschine war. Es war ein Zylinder aus hartem Stein, in den ein Negativ des Textes oder Musters eingraviert war. Das Rollen des Siegels über den feuchten Ton hinterließ ein Positiv des Bildes, was die Authentizität von Dokumenten garantierte. Viele sumerische Aufzeichnungen betrafen alltägliche Angelegenheiten, wie die Erfassung von Ernten, die Vermessung von Land und die Berechnung von Preisen. Die Sumerer schufen ein fortschrittliches mathematisches System, das auf der Zahl 60 basierte, was die Teilung in Bruchteile, die Multiplikation in Millionen, das Ziehen von Wurzeln und das Potenzieren von Zahlen ermöglichte. Ton war ein grundlegender Rohstoff im alltäglichen Leben der Sumerer. Er wurde zur Herstellung von Gefäßen, Behältern sowie Ziegeln verwendet, die den Bau von Häusern, Palästen und Tempeln ermöglichten. Die Sumerer erfanden auch die Technik, Ton mit gehacktem Schilf oder Stroh zu verstärken, und die Brenntechnik, die den Produkten Dauerhaftigkeit und Festigkeit verlieh. Die Erfindung des Ofens ermöglichte die kontrollierte Erzeugung hoher Temperaturen, die für das Schmelzen von Metallen notwendig waren. Die Kunst der Metallurgie entwickelte sich schnell und die Sumerer konnten Kupfer mit anderen Metallen verschmelzen und so Bronze herstellen. Der Handel mit Metallen wurde zur Grundlage der antiken Wirtschaft und das erste Geld, der silberne Schekel, erschien in Mesopotamien. Die sumerische Medizin war auf einem beeindruckend hohen Niveau. Es wurden Hunderte von medizinischen Texten gefunden, die auf fortgeschrittenes Wissen in den Bereichen Therapie, Chirurgie sowie Empfehlungen und Beschwörungen hinweisen. Gesetzliche Vorschriften regelten die Gebühren für Chirurgen und die Strafen für fehlgeschlagene Operationen. Chirurgen führten sogar Gehirnoperationen durch und viele Skelette tragen Spuren solcher Eingriffe. Es wurden auch Versuche zur Wiederbelebung der Toten erwähnt, zum Beispiel, wenn es sich um Götter handelte. Dem Leichnam, der vom Pfahl hing, wurde Puls und Strahlung verordnet. 60 Mal das Wasser des Lebens, 60 Mal das Brot des Lebens spritzten sie auf ihn und Inanna stand auf. Die Sumerer schufen auch die erste Textilindustrie, was eine industrielle Revolution im Altertum einleitete. Die Herstellung von Stoffen war dank der Landwirtschaft und der Domestizierung von Tieren, die Wolle lieferten, möglich. Das Buch Josua erwähnt einen schönen Mantel aus Chinea, Josua 7,21, was auf den Ruf der sumerischen Stoffe hinweist. Die sumerische Kleidung war elegant und vielfältig und der Kleidungsstil, genannt Teug, war zweifellos ein Vorläufer der römischen Toga. Sumerische Gewänder waren so hoch geschätzt, dass die Menschen bereit waren, ihr Leben zu riskieren, um sie zu erwerben. Sumer spielte eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Zivilisation dank seiner fortschrittlichen Landwirtschaft, die durch ein Netz von Bewässerungskanälen ermöglicht wurde. Mesopotamien, bekannt als Zweistromland, war einst ein wahrer Überfluss und viele Früchte und Gemüse, die wir heute kennen, gelangten aus dieser Region nach Europa. Sumerische Texte zeigen, dass sie in der Lage waren, Getreide zu Mehl zu verarbeiten und verschiedene Brote, Fladen, Kuchen und Pasteten zu backen. Sie stellten auch Bier aus Gerste und Wein aus Trauben sowie Datteln her. Milch von Schafen, Ziegen und Kühen wurde zur Herstellung von Joghurt, Butter, Sahne und Käse verwendet.
Die sumerische Küche war äußerst entwickelt und raffiniert, und viele Rezepte sind in den Opfertexten der Tempel überliefert. Die Sumerer waren auch Pioniere im Bereich des Transports. Sie nutzten Flüsse und Kanäle für den Transport von Menschen, Waren und Vieh, und ihre Schiffe waren vielfältig und technologisch fortschrittlich. Das Rad, das in Sumer erfunden wurde, revolutionierte den Landtransport und führte zur Entstehung verschiedener Fahrzeuge. Professor Samuel Noah Kramer beschreibt in seinem Buch From the Tablets of Sumer zahlreiche erste Dinge, die von den Sumerern geschaffen wurden, darunter die ersten Schulen, das Zweikammerparlament, den Historiker, die Gesetzesvorschriften, den landwirtschaftlichen Almanach, die Kosmogonie und Kosmologie, Sprichwörter sowie literarische Dispute. Die sumerischen Gesetzescodes, wie die von den Herrschern von Eschnunna und Lipit Ishtar erstellten, schützten die Rechte der Bürger und regelten verschiedene Aspekte des sozialen Lebens. Der Kodex von Ur-Nammu, einem der frühesten sumerischen Herrscher, enthielt Bestimmungen zum Schutz der Armen und Schwachen, ähnlich wie die späteren babylonischen Gesetzescodes. Urukagina, der Ensi von Lagash, führte die ersten sozialen Reformen der Welt ein und kämpfte gegen Korruption und Machtmissbrauch. Die Sumra schufen auch eine fortgeschrittene Musikkultur. Wissenschaftler der University of California in Berkeley entdeckten das älteste Lied der Welt, das auf einer Keilschrifttafel aus etwa 1800 Jahre vor unserer Zeit geschrieben war. Dieses Lied, das entziffert und gespielt wurde, zeigte, dass die Sumerer eine diatonische Tonleiter verwendeten, ähnlich der westlichen Musik von heute. Auch die sumerische Poesie begeistert, von Liebesliedern bis hin zu Schlafliedern, die Kindern gesungen wurden. In einem dieser Lieder sang eine Mutter ihrem kranken Kind vor: Komm Schlaf, komm zu meinem Sohn, beeile dich. Schlaf zu meinem Sohn, schließe seine unruhigen Augen. Die Ähnlichkeiten zwischen sumerischen Texten und biblischen Büchern wie dem Buch Hiob oder den Psalmen sind erstaunlich. Zum Beispiel betete ein sumerischer Leidender zu seinem Gott auf eine Weise, die an die Psalmen erinnert: Mein Gott, der du mein Vater bist, der mich gezeugt hat, erhebe mein Gesicht. Wie lange wirst du mich übersehen, mich wehrlos lassen, mich ohne Rat lassen? Archäologen, die antike Städte Mesopotamiens ausgraben, haben außergewöhnliche Zeugnisse der hochentwickelten sumerischen Zivilisation entdeckt. In Lagash, Nippur, Shurpak und Ur wurden unzählige Artefakte gefunden: Vasen, Schmuck, Waffen, Streitwagen, Helme aus Gold, Silber, Kupfer und Bronze. Bemalte Töpferwaren, die ersten Töpferscheiben, gepflasterte Straßen sowie monumentale Bauwerke wie Zikurate. Man stieß auf monumentale Bauwerke und Inschriften, die von alten Imperien berichten. Es wurden auch die ältesten aufgezeichneten Texte und zylindrische Siegel gefunden. Jack Finnegan bezeichnete diese Siegel in seinem Buch Light from the Ancient Past als perfekt in der Ausführung. Im Jahre 1919 entdeckte H.R. Hall die Ruinen des antiken Dorfes Alubarch, das heute als die erste Phase der großen sumerischen Zivilisation angesehen wird. Diese sumerischen Städte führten viele Innovationen ein, die ich zuvor erwähnt habe. Weiter südlich, in Eridu, entdeckten Archäologen einen Tempel, der dem sumerischen Gott der Weisheit, Enki, geweiht war und auf etwa 3800 Jahre vor unserer Zeit datiert wird. Diese Entdeckung bestätigt, dass die sumerische Zivilisation eine der ersten der Welt war und dass ihre Entwicklung so plötzlich und unerwartet war, dass Pierre Amier sie als außergewöhnlich bezeichnete, während Aparot sie mit einer Flamme verglich, die so heftig aufflammte. Joseph Campbell stellte in seinem Buch The Masks of God fest: Mit atemberaubender Geschwindigkeit erscheint in diesem kleinen sumerischen schlammigen Garten das vollständige Syndrom der Kultur, das seitdem die Grundlage für alle großen Zivilisationen der Welt bildete. Was verursachte die plötzliche Verwandlung des Menschen von einem nomadischen Jäger und Sammler zu einem Bauern, Handwerker, Stadtbauer, Ingenieur, Mathematiker, Astronomen, Metallurgen, Kaufmann, Musiker, Richter, Arzt, Autor, Bibliothekar und Priester? Die Sumerer, ein Volk, das diese hochentwickelte Zivilisation begründete, hatten darauf eine klare Antwort: Was auch immer schön erscheint, haben wir durch die Gnade der Götter getan. Wer waren die Götter der Sumerer? Sie waren ähnlich den griechischen Göttern, die laut Mythologie auf dem Olymp, dem höchsten Berg Griechenlands, in einem geräumigen Palast des Zeus lebten. Die Griechen beschrieben ihre Götter als anthropomorphe Wesen, ähnlich den Menschen, aber mit außergewöhnlichen Kräften und Eigenschaften ausgestattet. Zeus, der Vater der Götter und Menschen, war die wichtigste Gottheit in der griechischen Mythologie. Sein Attribut war der Blitz und er entschied über menschliche Angelegenheiten und teilte die Menschen in Glückliche und Unglückliche. Laut griechischer Mythologie war Zeus nicht der erste Gott auf Erden.
Es herrschte das Chaos. Dann erschienen Gaia, die Erde, und ihr Ehemann Uranos, der Himmel, die die Titanen zur Welt brachten. Kronos, der jüngste der Titanen, stürzte Uranos, indem er ihn kastrierte. Sein Sohn Zeus stürzte ihn später und übernahm die Macht. Zeus teilte die Macht mit seinen Brüdern. Hades, der die Unterwelt regierte, und Poseidon, der über die Meere herrschte. Hades wurde zum Synonym für die Hölle, aber sein ursprüngliches Reich waren die weit unten gelegenen Gebiete. Zeus hatte viele Nachkommen, darunter Athena, die Göttin der Weisheit und des Krieges, und Apollon, den Gott der moralischen und religiösen Gesetze. Hermes, der Sohn des Zeus, war der Schutzpatron des Handels und der Reisenden. Hera, die Schwester und Frau des Zeus, war die Mutter von Ares, dem Gott des Krieges, und Hephaistos, dem Gott der Kreativität und des Schmiedefeuers. Aphrodite, die Göttin der Liebe, gesellte sich zu den olympischen Göttern, obwohl sie weder Schwester noch Tochter des Zeus war. Die griechischen Götter repräsentierten 12 Himmelskörper am Himmel. Die lateinischen Namen der Götter, die ihnen von den Römern gegeben wurden, spiegeln ihre planetaren Verbindungen wider. Gaia war die Erde, Hermes Merkur, Aphrodite Venus, Ares Mars, Kronos Saturn und Zeus Jupiter. Die Römer sahen Jupiter als den Gott des Donners, dessen Waffe der Blitz war. Die griechischen Traditionen und Legenden, die aus dem Nahen Osten über Kleinasien und die Inseln des Mittelmeers kamen, bilden die Grundlage der griechischen Mythologie. Die Hethiter, ein Volk, das Anatolien bewohnte, verehrten ebenfalls 12-köpfige Pantheons von Göttern. Im Alten Testament werden sie als Freunde Israels erwähnt. David begehrte Bathseba, die Frau des Hethiters Uria. Salomo heiratete die Töchter des hethitischen Königs. Ägyptische und mesopotamische Texte sprechen von dem Land Hatti, einem großen Königreich in Anatolien. Mit der Entdeckung hethitischer Städte, Paläste und Inschriften wurden die biblischen Hethiter wieder zum Leben erweckt. Ein einzigartiges Denkmal sind die Felsreliefs in Yazilikaya, die eine Prozession von 12 Göttern darstellen. Diese olympischen 12 waren auch mit den 12 Himmelskörpern verbunden. Teschub, der Sturmgott, der mit Wind, Donner und Blitz assoziiert wurde, war das Hauptgott der Hethiter. Hethitische Texte, ähnlich den griechischen Legenden, beschreiben Teschubs Kampf mit dem Monster Ilujanka. Der Text Mythos von der Vernichtung des Drachen erzählt von Teschubs Sieg über Ilujanka. Das hethitische Epos Königreich im Himmel berichtet von göttlichen Kämpfen um den Thron. Anu, der Alalu entthront hatte, stieg zur Erde herab. Anu wurde später von Kumarbi besiegt, der ihn entmannte. Kumarbi wiederum zeugte Teschub, den Hauptgott der Hethiter, nach einem Kampf, der an die griechischen Mythen von Kronos und Zeus erinnert. Alte Texte stellen die Kämpfe der Götter als historische Fakten dar und die Ähnlichkeiten zwischen der vedischen, hethitischen und griechischen Mythologie zeugen von den gemeinsamen Wurzeln dieser alten Kulturen. Der Hinduismus, die alte Religion Indiens, basiert auf den Veden, einer Sammlung von Hymnen und Opferformeln, die als heilige Schriften nicht menschlichen Ursprungs angesehen werden. Die hinduistischen Traditionen behaupten, dass die Veden von den Göttern in Zeiten vor unserer gegenwärtigen Ära erschaffen wurden. Im Laufe der Zeit gingen viele der ursprünglichen 100.000 Verse verloren oder wurden verfälscht, bis schließlich ein Weiser die erhaltenen Verse niederschrieb und sie in 4 Teile teilte, die er 4 Schülern anvertraute. Im 19. Jahrhundert, als Gelehrte begannen, vergessene Sprachen zu entziffern, entdeckten sie, dass die Veden in einer alten indoeuropäischen Sprache geschrieben waren, die dem Sanskrit, dem Griechischen, dem Lateinischen und anderen europäischen Sprachen vorausging. Die Ähnlichkeit zwischen vedischen und griechischen Erzählungen über die Götter war auffallend. Die Götter der Veden bildeten eine große Familie, in der jeder seinen Platz im Stammbaum hatte. In uralten Zeiten schwammen die Rishis, ursprünglich fließende, himmlisch in den Strömen unaufhaltsamer Macht. 7 von ihnen waren die Vorfahren. Die Veden beschreiben den Gott Varuna, den Gott des Himmelsraums, der allgegenwärtig und allsehend war. Ein ihm gewidmeter Hymnus klingt fast wie ein biblischer Psalm. Er ist es, der die Sonne am Himmel scheinen lässt, und die Winde, die wehen, sind sein Atem. Er hat die Flussbetten gegraben, auf seinen Befehl fließen sie. Er hat die Tiefen der Meere geschaffen. Mit der Zeit ging die Führung auf Indra, den Gott des Sturms, über, der seinen Vater tötete und den Thron bestieg. Indra war der neue Herrscher des Himmels und nutzte Blitze und Donner als Waffen. Er teilte die Herrschaft mit Agni, Feuer, der das Feuer vom Himmel auf die Erde brachte. Die Ähnlichkeiten zwischen dem vedischen und dem griechischen Pantheon sind offensichtlich.
Dyaus wurde zu Zeus, Diaus Pitar zu Jupiter, Varuna zu Uranus. Beide Pantheons bestimmten den Kreis der großen Götter auf 12. Wissenschaftler vermuten, dass im 2. Jahrtausend vor unserer Zeit Menschen, die indoeuropäische Sprachen sprachen, aus dem Norden Irans oder vom Kaukasus migrierten. Eine Gruppe ging nach Indien, eine andere nach Europa durch Kleinasien. Die Hethiter, bekannt für ihr mächtiges Imperium, übernahmen ihre Mythen und ihr Pantheon von den Sumerern. Die Geschichte des Kampfes um den göttlichen Thron, dargestellt in hethitischen Erzählungen, zeigt antike Götter wie Enlil und Ea, die den Versammlungen der Götter vorsitzen und sich auf alte Aufzeichnungen berufen. Die Hethiter verehrten Gottheiten mit sumerischen Namen wie Teshub, was den tiefen Einfluss der sumerischen Kultur auf das hethitische Pantheon belegt. Die sumerische Sprache und Schrift wurden in der hethitischen Hauptstadt Hattusa intensiv studiert, was durch sumerisch-hethitische Wörterbücher, die bei Ausgrabungen gefunden wurden, bestätigt wird. Sumerisch war die Bildungssprache und sein Einfluss ist in hethitischen Texten sichtbar, in denen häufig sumerische Zeichen und Wörter verwendet wurden. Die Hurriter, im Alten Testament als Koriter bezeichnet, herrschten über Gebiete zwischen Sumer und Hatti in Anatolien. Archäologische Funde in der Stadt Nuzi und anderen Orten bestätigen den hurritischen Einfluss auf die Kultur und Religion der Hethiter. Mitanni, das hurritische Königreich, wurde als gleichwertige Macht neben anderen antiken Königreichen anerkannt. Die Hurriter übernahmen die Kosmologie, Mythen und das Pantheon der Sumerer und ihre wichtigste Gottheit war Teshub, dargestellt als Gott mit einer gehörnten Kappe, der auf einem Stier steht. Im 13. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit gründeten die Hurriter das neue Königreich Urartu, wo sie den sumerischen Gott Anu verehrten, den sie Vater der Götter nannten. Ähnlich wie die Kanaaniter, die im heutigen Israel, Libanon und Syrien lebten, waren sie stark von den Kulturen des Nahen Ostens beeinflusst. Das antike Ugarit, eine Stadt an der syrischen Küste, lieferte Texte, die zeigen, dass die Sprache und Religion der Kanaaniter eng mit dem Hebräischen und Akkadischen verwandt waren. Ihr Pantheon, angeführt vom Gott El, ähnelte dem späteren griechischen Pantheon. El, genannt Vater des Menschen, war der Schöpfer und höchste Gott, dessen Sohn Baal um die Macht kämpfte, ähnlich wie die Söhne der Hauptgötter in den griechischen und nahöstlichen Mythen. Die Kanaaniter verehrten auch die Göttin Anat, die Baal in seinem Kampf gegen seinen Bruder Mod unterstützte. Die Geschichte von Anat und Baal erinnert an die griechische Mythologie, in der Athene Zeus in seinem Kampf unterstützte. Anat, ähnlich wie die griechische Göttin, wurde als kriegerisch und fruchtbar dargestellt, was durch zahlreiche Artefakte belegt ist. Die Ägypter, ähnlich wie die Kanaaniter, übernahmen viele Elemente der sumerischen Kultur. Ra, das Hauptgott der Ägypter, war das Gegenstück zum sumerischen Anu. Die alten ägyptischen Glaubensvorstellungen und der Pantheon waren stark mit den sumerischen Mythen und Göttern verbunden. Die Bibel erwähnt die Kanaaniter als Nachkommen von Ham, was Chitz-Heiß bedeutet, und verbindet sie mit den Ägyptern. Archäologische Beweise bestätigen die engen Verbindungen zwischen diesen Kulturen sowohl in religiöser als auch in kultureller Hinsicht. Das Land der Amoriter lag zwischen Mesopotamien und den Ländern Westasiens am Mittelmeer. Der Name Amoriter stammt vom akkadischen Imru, Amuru und dem sumerischen Martu, was Menschen aus dem Westen bedeutet. Sie wurden nicht als Fremde behandelt, sondern als verwandtes Volk, das die westlichen Provinzen von Sumer und Akkad bewohnte. In den sumerischen Aufzeichnungen der Tempelbeamten erscheinen Personen mit amoritischen Namen. Als um 2000 Jahre vor unserer Zeit Ur unter dem Druck der Elamiten fiel, stellte ein Amoriter namens Ishbi-Erra das sumerische Königreich in Lhasa wieder her, und seine erste Aufgabe war es, Ur zurückzuerobern und dort den großen Tempel des Gottes Sin wieder aufzubauen. Amolitische Anführer gründeten die erste unabhängige Dynastie in Assyrien um 1900 Jahre vor unserer Zeit. Und Hammurabi, der um 1800 Jahre vor unserer Zeit die Größe Babylons schuf, war der 6. Nachfolger der ersten amoritischen Dynastie Babylons. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entdeckten Archäologen die Hauptstadt der Amoriter, bekannt als Mari. Am Ufer des Euphrats, an der Stelle, an der sich heute die syrische Grenze befindet, legten Ausgrabungen eine Stadt mit Gebäuden frei, die zwischen dem 3. und 2. Jahrtausend vor unserer Zeit errichtet und wieder aufgebaut wurden. Unter den Funden befand sich eine terrassierte Pyramide und Tempel sumerischer Götter wie Inanna, Ninhursag und Enlil. Der Palast in Mari erstreckte sich über etwa 2 Hektar
und enthielt einen Thronsaal, der mit beeindruckenden Fresken geschmückt war, sowie über 300 Räume, Kanzleien und Archive. Es wurden dort über 20.000 Tafeln gefunden, die Informationen über die Wirtschaft, den Handel, die Politik, das soziale Leben, den Staat, militärische Angelegenheiten und die Religion der Amoriter liefern. Eines der Wandgemälde zeigt die Einsetzung von König Zimrilim durch die Göttin Inanna, die von den Amoritern Ishtar genannt wurde. Das Hauptgott der Amoritern, physisch unter ihnen präsent, war der Sturmgott, genannt Adad, was dem kanaanäischen Baal, Herr, entspricht und den Beinamen Hadad trägt. Sein Symbol war der gezackte Blitz. In kanaanäischen Texten wird Baal oft als Sohn von Dagon bezeichnet. Texte aus Mari erwähnen auch eine ältere Gottheit namens Dagon, den Herrn der Ernten. Zum Pantheon der Amoritern gehörte auch der Mondgott, der von den Kanaanitern Jarich, von den Akkadern Sin und von den Sumerern Nanna genannt wurde, sowie der Sonnengott, üblicherweise genannt Shamash. Diese Gottheiten verbanden die Mittelmeerländer und Völker mit den mesopotamischen Quellen. Unter den Funden von Mari, ebenso wie in anderen Gebieten von Sumer, gab es zahlreiche Statuen von Menschen, Königen, Adligen, Priestern und Sängern, oft mit zum Gebet gefalteten Händen dargestellt, mit dem Blick zu den Göttern gerichtet. Es besteht kein Zweifel, dass die alten Worte, die über Jahrtausende die Sprache der höheren Bildung und der religiösen Schriften waren, die Sprache der Sumerer war. Es ist auch bekannt, dass die alten Götter die Götter der Sumerer waren. Aufzeichnungen und Erzählungen über Götter, die älter sind als die sumerischen, wurden nirgendwo gefunden. Das sumerische Pantheon der Götter war gut organisiert und kohärent, mit dem großen Gott An der Spitze. An, in babylonischen und assyrischen Texten auch Anu genannt, war der König der Götter. Sein Wirkungsbereich umfasste den Raum des Himmels und sein Symbol war der Stern. Sumerische Texte beschreiben den Palast des Anu, bewacht von dem Gott des Baumes der Wahrheit und dem Gott des Baumes des Lebens. Andere Götter wandten sich oft an ihn um Rat oder Gunst. Die sumerische Erzählung von Adapa, dem Modell des Menschen, beschreibt seine Reise in den Himmel, wo er vor Anu tritt. Er, der Gott, der Adapa erschaffen hatte, wies ihn an, was ihn erwarten würde. Adapa, du wirst vor Anu, dem König, stehen. Du wirst den Weg zum Himmel nehmen. Wenn du erst einmal im Himmel bist und dich dem Tor des Anu näherst, werden die Geber des Lebens und die Seher der Wahrheit am Tor des Anu Wache halten. Adapa stieg in den Himmel auf und näherte sich dem Tor des Anu. Als ihm die Möglichkeit gegeben wurde, unsterblich zu werden, lehnte er das Brot des Lebens ab, weil er dachte, Anu biete ihm vergiftete Nahrung an. Infolgedessen wurde Adapa als gesalbter Priester auf die Erde zurückgeschickt, blieb jedoch sterblich. Die sumerische Behauptung, dass nicht nur die Götter, sondern auch berufene Sterbliche in der Lage waren, sich zum göttlichen Sitz im Himmel zu erheben, spiegelt sich in den Geschichten des Alten Testaments über die Himmelfahrt von Henoch und dem Propheten Elia wider. Obwohl Anu im himmlischen Sitz wohnte, berichten sumerische Texte von Fällen, in denen er in Zeiten großer Krisen oder zu zeremoniellen Besuchen auf die Erde herabstieg. Sein irdischer Wohnsitz, das Hohe Haus, befand sich in Uruk, dem biblischen Erech. Dort entdeckten Archäologen den Tempel von Anu, genannt E-Anna, Haus des Anu, der über die Jahrhunderte hinweg erhalten und wieder aufgebaut wurde. Sumerische Texte beschreiben detailliert die Zeremonien und Rituale im Zusammenhang mit den Besuchen von Anu und seiner Gemahlin Antu. Ein Text schildert den Ablauf solcher Zeremonien, wenn Anu und Antu im Tempelhof Platz nahmen. Sie sollen sich dann vor dem Hohen Hof niederbeugen und sich zum Gott Anu wenden. Der Reinigungspriester soll das Zepter weihen und der Zepterträger soll eintreten und Platz nehmen. Die Gottheiten Papsukal, Nusku und Shala sollen dann im Hof des Gottes Anu Platz nehmen. Während des Festmahls und der Rituale beobachteten die Priester die Sterne und warteten auf das Erscheinen des Gashi, des großen Anu des Himmels. Wenn dieser Planet sichtbar war, wurden Hymnen rezitiert und man bereitete sich auf das Festmahl vor. Um Mitternacht wuschen die Götter ihre Hände in goldenen Schalen und feierten dann bei Musik und Fackeln. Im Morgengrauen verließen Anu und Antu die Erde und die Priester beteten um ihren Segen. Mögen die Götter der Tiefen und die Götter des göttlichen Sitzes dich segnen. Mögen sie dich täglich, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr segnen. Die Autorität von Anu blieb bis heute in den königlichen Insignien wie Diadem, Zepter und Hirtenstab bestehen, die Symbole der königlichen Macht waren. Den Hirtenstab halten heute die Bischöfe, aber Krone und Zepter sind weiterhin Symbole königlicher Macht. Das zweitmächtigste Gottheit des sumerischen Pantheons war Enlil,
dessen Name Herr des Luftraums bedeutet. Er war das Urbild und der Vater der späteren Sturmgötter, die die Pantheons der antiken Welt anführten. Enlil war der älteste Sohn von Anu, geboren in der himmlischen Residenz seines Vaters, doch er stieg zur Erde herab und wurde zum Hauptgott sowohl des Himmels als auch der Erde. Sumerische Texte beschreiben Enlil als den Anführer aller Länder. Er wurde Fürst im Himmel und Anführer auf Erden genannt. Sein Wort ließ den Himmel erzittern und die Erde beben. Der Text Hymne an den allgütigen Enlil beschreibt seine Allmacht und die Fähigkeit, das Schicksal für die ferne Zukunft zu bestimmen. Enlil, dessen Befehl weit reicht, dessen Wort erhaben und heilig ist, dessen Gesagt unwiderruflich ist, der das Schicksal für die ferne Zukunft bestimmt. Vor ihm beugen sich die Götter der Erde gerne. Vor ihm neigen sich die himmlischen Götter, die auf der Erde sind, in Demut. Sie stehen ihm treu zur Seite, gemäß den Prinzipien. Enlil kam zur Erde, bevor die Menschheit erschaffen wurde. Er errichtete Nippur, sein Kommandozentrum, wo Himmel und Erde durch Himmel-Erde-Band, Duranki, verbunden waren. Sumerische Texte beschreiben die ersten Taten Enlils auf der Erde. Enlil, als du die göttlichen Siedlungen auf der Erde festlegtest, gründetest du Nippur als deine Stadt, eine Stadt mit hohen Mauern, dein reiner Ort, wo das Wasser süß ist, inmitten der 4 Himmelsrichtungen knüpftest du Dur-Anki. In Zeiten, als die Götter in Nippur lebten, traf Enlil auf eine Göttin, die seine Frau werden sollte. Laut einer Version sah er sie nackt in einem Bach baden, was zu einer Vergewaltigung führte. Trotzdem wurde Sut, später bekannt als Ninlil, seine Frau und Gefährtin bei der Herrschaft über den Luftraum. Enlil war auch der oberste Herr von Sumer und seines schwarzhaarigen Volkes. Ein sumerischer Psalm drückt dies mit großer Ehrfurcht aus. Herr, der das Schicksal des Landes kennt, vertrauenswürdig in seiner Berufung, Enlil, der das Schicksal Sumers kennt, vertrauenswürdig in seiner Berufung, Vater Enlil, Herr aller Länder, Vater Enlil, Herr des gerechten Befehls, Vater Enlil, Hirte der Schwarzhaarigen. Vom Berg des aufgehenden Sonnenlichts bis zum Berg des untergehenden Sonnenlichts gibt es keinen anderen Herrn im Land. Nur du bist König. Die Sumerer verehrten Enlil sowohl aus Angst als auch aus Dankbarkeit. Er überwachte die Verhängung von Verordnungen gegen die Menschheit und sein Wind zerstörte sündige Städte. In friedlichen Zeiten war er jedoch ein wohlwollender Gott, der die Menschen mit Gaben, einschließlich der Kenntnis der Landwirtschaft, segnete. Enlil wählte auch die Könige aus, die als Diener des Gottes über die Menschheit herrschen sollten. Die Könige begannen ihre Lobeshymnen mit der Beschreibung, wie Enlil sie zum Königtum berufen hatte. Sogar Hammurabi erklärte in seinem Gesetzeswerk, dass Anu und Enlil mich bestimmt haben, um die Lebensqualität des Volkes zu verbessern, um Gerechtigkeit im Land zu verbreiten. Enlil, der Sohn von Anu, hatte einen entscheidenden Einfluss auf göttliche und weltliche Angelegenheiten auf der Erde. Seine Söhne kämpften oft um die göttliche Nachfolge, was zu Geschichten über Götterkriege führte. Der dritte große Gott von Sumer war Ea, auch bekannt als Enki. Er war der Gott des Himmels und der Erde, der zur Erde herabstieg, als die Gewässer des Persischen Golfs viel weiter ins Landesinnere reichten und den südlichen Teil des Landes in Sümpfe verwandelten. Ea war ein Meister der Ingenieurkunst, der den Bau von Kanälen, Flusssperren und Entwässerungssystemen entwarf und überwachte. Sein Sitz, die Stadt Eridu, war bekannt als Lernhaus der fernen Reisen. Ea war der Herr der salzigen Gewässer, der Meere und Ozeane. Sumerische Texte sprechen oft von Zeiten, in denen die 3 großen Götter ihre Einflusssphären untereinander aufteilten. Die Meere überließen sie Enki, dem Fürsten der Erde. Ea, als Herr der Meere, baute Schiffe, die in ferne Länder segelten, von wo edle Metalle und kostbare Steine nach Sumer gebracht wurden. Sumerische Texte stellen Ea als eine Gottheit dar, die von fließenden Strömen umgeben ist, oft in Begleitung eines Fisches, was auf seine Verbindung mit dem Wasser hinweist. Ea wird auch Nin-Igiku genannt, was Herr des glänzenden Auges bedeutet und auf seine Verbindung mit dem Mond hinweisen könnte. Laut den sumerischen Texten stieg Ea auf die Erde herab, bevor es dort irgendwelche Siedlungen gab. Als ich mich diesem Land näherte, war es voller Wasser, stellte er fest. Ihm wird zugeschrieben, Bedingungen geschaffen zu haben, die die Besiedlung und Zivilisation begünstigten, wie das Füllen des Tigris mit frischem Wasser, den Bau von Kanälen sowie die Entwicklung der Landwirtschaft und des Bauwesens. Ea spielte eine Schlüsselrolle bei der Erschaffung des Menschen. Er war der Hauptwissenschaftler der Götter, der die Methode zur Erschaffung des Menschen entwickelte. Sumerische und akkadische Texte, ähnlich wie die Bibel, glauben,
dass ein Gott den Menschen durch einen bewussten Akt erschuf. Er ermöglichte dem mesopotamischen Noah, die Sintflut zu überleben, indem er sich gegen die Entscheidung der Götterversammlung stellte. Die Beziehungen zwischen Ea und Enlil waren von Eifersucht und Rivalität geprägt. Enki behauptete, er sei der erstgeborene Sohn von Anu, was ihm das Recht auf die Nachfolge gab, aber in Wirklichkeit regierte Enlil die Erde. Enki versuchte die Nachfolge für seinen Sohn zu sichern, indem er die Hilfe seiner Schwester Ninhursag in Anspruch nahm. Ninhursag, bekannt als Herrin des Lebens, Ninti, war die Mutter der Götter und Menschen. Sumerische Texte schreiben ihr die Erschaffung des Menschen nach der von Enki entwickelten Methode zu. Die doppelte Bedeutung des Wortes Ti, sowohl Leben als auch Rippe, verbindet sie mit der biblischen Eva, die aus der Rippe Adams erschaffen wurde. Sie war auch als Mumu bekannt, was an das moderne Wort Mama erinnert. Die Bibel beschreibt ähnliche Nachfolgerechte wie die unter den Göttern Sumeriens galten. Zum Beispiel zeugte Abraham, der kein Kind mit Sarah hatte, einen Sohn mit ihrer Sklavin, aber Ismael wurde zugunsten von Isaak von der Nachfolge ausgeschlossen. Ebenso wurde Jakob, der 20 Jahre bei Laban diente, gezwungen, zuerst die ältere Schwester von Rahel, Lea, zu heiraten. Doch Rahels Sohn, Josef, hatte den Vorrang. Wie in der Bibel beschreiben auch sumerische Texte Konflikte um die Nachfolge zwischen den Söhnen verschiedener Frauen und Konkubinen. Enki, im Kampf um die Anerkennung seines Thronanspruchs, bemühte sich, seinen Sohn mit seiner Schwester Ninhursag in der 3. Generation zum Nachfolger zu machen. Enlil, der Bruder von Enki, hatte einen Sohn namens Ninurta, bekannt als der Herr, der das Fundament krönt. Er war eine heldenhafte Gestalt, bewaffnet mit einem Netz und Lichtstrahlen, bereit, für die Sache seines Vaters zu kämpfen. Seine Gemahlin, Ba-U, war eine Krankenschwester, genannt die Herrin, die die Toten wieder zum Leben erweckt. Der heldenhafteste Kampf von Ninurta war mit dem Gott zu verbunden, der unrechtmäßig die Insignien und Regalien von Enlil an sich riss. So übernahm die Tafel der Schicksale von Enlil, was Chaos verursachte. Die göttlichen Formeln wurden unterbrochen. Stille breitete sich überall aus, Schweigen herrschte, der Glanz des Heiligtums erlosch. Anu, von seinem himmlischen Sitz, entschied, dass zu verhaftet werden musste. Es wurde gefragt, welcher der Götter diese Aufgabe übernehmen würde, wobei dem Sieger großer Ruhm versprochen wurde. Ninurta nahm die Herausforderung an, ermutigt von seiner Mutter Ninhursag. Im Kampf benutzte Ninurta Strahlung und Wind, um Zu zu besiegen und die Tafel der Schicksale für Enlil zurückzuerlangen. Wer war Zu? Er könnte ein Gott gewesen sein, der als Nanna bekannt ist, der erstgeborene Sohn von Enlil, auch bekannt als Sin. Nanna hatte seinen Tempel in Ur und wurde als Beschützer der Stadt angesehen. Psalmen drücken Bewunderung für sein Himmelsboot aus. Vater Nanna, Herr von Ur, dessen Glanz im heiligen Himmelsboot leuchtet. Herr, erstgeborener Sohn von Enlil, wenn du dich im Himmelsboot erhebst, bist du wunderschön. Sin, wie die Texte zeigen, hatte die Fähigkeit zu fliegen, ähnlich wie Zu. Es ist möglich, dass er, unter dem Namen Zu, versuchte, die Macht von Enlil an sich zu reißen. Schließlich wurde Sin verbannt und sein Tempel in Ur wurde verlassen. Nanna, der seine Stadt liebte, verließ die Stadt. Sin, der Ur liebte, blieb nicht länger in seinem Haus. Ningal, die auf der Flucht aus ihrer Stadt durch das Feindesland eilte, zog hastig ihre Kleider an und verließ ihr Haus. Sin siedelte sich in Haran an, wo sein Kult viele Jahre lang blühte. Selbst nach seiner Verbannung blieb Sin ein wichtiger Gott, und seine Rückkehr nach Haran wurde als Wunder angesehen. Sin, König aller Götter, wurde zornig auf seine Stadt und seinen Tempel und ging hinauf in den Himmel. Als Nabonid, der Kommandant der babylonischen Armee, den Thron bestieg, baute er den Tempel von Sin wieder auf und erklärte ihn zum höchsten Gott. Sin erhielt den Titel göttlicher Halbmond und wurde als Mondgott bekannt. Seine Rückkehr zur Erde, als Wunder angesehen, wurde in Inschriften als Abstieg vom Himmel beschrieben. Dies ist das große Wunder von Sin, das sich im Land seit langer Zeit nicht ereignet hat. Was die Menschen im Land weder gesehen noch auf Tonplatten festgehalten haben, damit es erhalten bleibt, dass Sin, Herr aller Götter und Göttinnen, im Himmel weilend vom Himmel herabstieg. Die Bibel erwähnt ähnliche Abstiege und Aufstiege, wie im Fall von Jakob, der eine Leiter sah, die die Erde mit dem Himmel verband. Dass eine Leiter auf der Erde aufgestellt war, deren Spitze bis in den Himmel reichte, und die Engel Gottes stiegen auf und nieder auf ihr.
In der sumerischen Mythologie gibt es viele Götter, aber die Söhne von Enki und Enlil haben eine besondere Bedeutung. Enki hatte 3 Söhne: Marduk, der die Macht an sich riss, Nergal, der Herrscher der Unterwelt wurde, und Dumuzi, der Inanna Ishtar heiratete. Enlil hatte ebenfalls 3 Söhne: Ninurta, Nanasin und Ishkur-Adad. In einer der sumerischen Erzählungen wird Enlils Familie als Gruppe von 4 Göttern dargestellt: Sin, Shamash, Adad und Ishtar, die oft gemeinsam auftreten. Zum Beispiel betraten sie während einer Zeremonie in Uruk den Thronsaal durch das Tor von Sin, Shamash, Adad und Ishtar. Adad, als Bruder von Sin und Onkel von Utu und Inanna, trat oft gemeinsam mit ihnen auf. Im Hohelied der Bibel nennt das Mädchen ihren Geliebten Deod, was sowohl Geliebter als auch Onkel bedeutet und möglicherweise auf eine Ähnlichkeit mit der Beziehung von Adad zu Ishtar hinweist. Adad war jedoch nicht nur ein Frauenheld, er war ein mächtiger Sturmgott. Seine verschiedenen Inkarnationen umfassen den horitisch-hethitischen Teschub, den urartäischen Tesheba, den amoritischen Ramanu, den kanaanitischen Rajimu und den indoeuropäischen Burias. Laut sumerischen Texten schickte Enlil-Adad absichtlich in die nördlichen und östlichen Bergregionen Mesopotamiens, was ein Versuch gewesen sein könnte, interne Nachfolgekonflikte zu vermeiden. Sumerische Texte erwähnen auch zahlreiche Kämpfe zwischen den Göttern. Beispiele für Rivalitäten zwischen den Söhnen von Enki und Enlil erinnern an die biblische Geschichte von Kain und Abel. Diese göttlichen Kämpfe stellen oft den Gott Ishkur als Gegner dar, was erklären könnte, warum Enlil-Adad ein fernes Königreich zuwies, um weitere Konflikte zu vermeiden. Die Hierarchie der sumerischen Götter war kompliziert, aber ein numerisches System spielte eine Schlüsselrolle, indem es den Göttern bestimmte Zahlen zuwies. Anu erhielt die höchste Zahl 60, Enlil 50, Enki 40, Adad 10 und Zahlen, die auf 5 endeten, waren den weiblichen Gottheiten zugeordnet. Eine Tabelle, die diese Zahlen darstellt, sah folgendermaßen aus: Ninurta, der Sohn von Enlil, erhielt die Zahl 50, was auf seine Position als Nachfolger seines Vaters hinwies. Als Marduk sich die Position von Enlil aneignete, forderte er 50 Namen, um seine neue Rolle zu kennzeichnen. Insgesamt gab es im sumerischen Pantheon viele Gottheiten, aber nur 12 bildeten den großen Kreis. Ihre familiären Verbindungen und die Nachfolgelinie waren entscheidend für das Verständnis der Hierarchie und Struktur dieser alten Religion. Die sumerische Mythologie mit ihren komplexen Beziehungen zwischen den Göttern beeinflusste spätere Überzeugungen und Texte, einschließlich der Bibel. In den alten sumerischen und akkadischen Texten finden wir die klare Überzeugung, dass die Götter des Himmels und der Erde die Fähigkeit hatten, sich von der Erde zu lösen und durch den Himmel zu reisen. In einem Text, der einen Angriff auf die Göttin Inanna Ishtar beschreibt, erklärt der Täter seine Handlungen folgendermaßen: Eines Tages, meine Königin, nach dem Durchqueren des Himmels, dem Durchqueren der Erde, Inanna nach dem Durchqueren des Himmels, dem Durchqueren der Erde, nach dem Durchqueren von Elam und Subatu, die heilige Geliebte, müde, schlief ein. Ich sah sie vom Rand meines Gartens, ich küsste sie, ich liebte sie. Inanna, oft beschrieben als über ferne Länder am Himmel wandernd, erwähnt selbst ihre himmlischen Reisen. In der klassischen Liturgie von Inanna, während sie ihr Exil aus der Stadt beklagt, sagt sie: Mich aus meinem Tempel zwangen sie zum Fliegen. Die Königin, die ich bin, aus meiner Stadt, zwangen sie zum Fliegen wie einen Vogel. Alte Künstler stellten die Götter oft mit anthropomorphen Flügeln dar, was ihre Fähigkeit zu fliegen andeutete. Diese Flügel waren nicht Teil ihres Körpers, sondern ein dekoratives Element der Götterkleidung. Inanna Ishtar reiste regelmäßig zwischen ihrem Königreich in Naratta und Uruk, besuchte auch Enki in Eridu, Enlil in Nippur und ihren Bruder Utu in Sipar. Ihre berühmteste Reise führte sie jedoch in die Unterwelt, das Reich ihrer Schwester Ereshkigal. Diese riskante Unternehmung wurde sowohl zum Thema epischer Erzählungen als auch künstlerischer Darstellungen auf Rollsiegeln, die die Göttin mit Flügeln zeigen und so ihren Flug in die Unterwelt symbolisieren. In einer der Entdeckungen des Teams unter der Leitung von Walter Andrei im Ishtar-Tempel in Assur wurde ein bemerkenswertes Abbild der Göttin gefunden. Die Skulptur zeigte sie in einem verzierten Helm mit Kopfhörern und Schutzbrille, die Teil dieses Helms waren. Jeder, der eine solche Gestalt sehen würde, würde sofort erkennen, dass es sich um einen göttlichen Flieger handelt. Auf den Tonfiguren aus sumerischen Orten, die auf 5.500 Jahre datiert sind, sieht man Gestalten, die mit einer waffenähnlichen Rute ausgestattet sind. Besonders interessant sind die Augenschlitze,
die wie Schutzbrillen aussehen, sowie die konischen Helme mit elliptischen Masken. In Tel Brak am Fluss Kebar wurde eine Sammlung solcher Figuren gefunden. Dies ist der Ort, an dem Ezechiel den göttlichen Wagen mehrere tausend Jahre später sah. Die Hethiter, die Kontakt mit Sumer hatten, übernahmen das Symbol der Yin-Ogen dieser Figuren als Zeichen zur Bezeichnung der Götter. Dieses Symbol dominierte die Kunst Kleinasiens und der frühen griechischen Zeit, wie im minoischen und mykenischen Zeitraum zu sehen ist. Alte Texte weisen darauf hin, dass die Götter diese besonderen Gewänder nicht nur für Flüge in der Erdatmosphäre, sondern auch für Reisen in entfernte Himmel trugen. Inanna, die von ihren Besuchen bei Anu spricht, erklärt, dass sie solche Reisen unternehmen konnte, weil Enlil selbst das göttliche Gewand Me um meinen Körper legte. Enlil spricht zu ihr: Du hast das Me erhoben, hast das Me an deine Hände gebunden, hast das Me angesammelt, hast das Me an deine Brust befestigt. O Königin aller Me, o strahlendes Licht, das mit deinen Händen die 7 Me ergreift. Einer der frühsumerischen Herrscher, der von den Göttern in den Himmel eingeladen wurde, trug den Titel Herrscher, dessen Me Himmel und Erde verbindet. Eine Inschrift von Nebukadnezar beschreibt den Wiederaufbau eines Pavillons für den himmlischen Wagen von Marduk und nennt ihn Haus der 7 Me von Himmel und Erde. Alte Texte und Artefakte legen nahe, dass Me Elemente einer speziellen Ausrüstung waren, die sowohl für Flüge in der Erdatmosphäre als auch im Weltraum verwendet wurde. Inanna bezeichnet Me als Teile des himmlischen Gewands, das sie vor einer Reise in der Himmelsbarke anlegte. Me war ein Schlüsselelement dieser Reisen, ähnlich wie die mythischen Flügel des Ikarus. Die Bibel beschreibt solche Reisen wie im Fall von Jakob, der eine Leiter sah, die bis zum Himmel reichte und auf der Engel hinauf und hinabstiegen. Jakob sagte: Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Oh, wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und die Pforte des Himmels. Auch Elia starb nicht auf der Erde, sondern er stieg im Sturm gen Himmel auf einem feurigen Wagen. Der Prophet Ezechiel beschrieb einen Wagen, der sich in alle Richtungen bewegen und senkrecht vom Boden abheben konnte, was an einen modernen Hubschrauber erinnert. Und ich sah, und siehe, ein stürmischer Wind kam von Norden, und eine große Wolke, ein feuriges Feuer, und ein Glanz war rings um sie, und aus ihrer Mitte heraus leuchtete etwas wie der Glanz von poliertem Erz. Sumerische Texte beschreiben Luftfahrzeuge, die von den Göttern benutzt wurden und als Mu bezeichnet wurden, die in speziellen Heiligtümern in den Tempeln der großen Götter installiert waren. Eine in Byblos gefundene Münze zeigt den großen Tempel der Ishtar mit einem inneren Hof, in dem sich ein Objekt befindet, das an Mu erinnert. Mu bedeutete das, was gerade aufsteigt, und wurde zur Beschreibung von Fluggeräten verwendet. Ein Hymnus an Inanna Ishtar beschreibt ihre Reisen in Mu. Herrin des Himmels, sie kleidet sich in das Himmelsgewand. Kühn steigt sie zum Himmel empor, fliegt in ihrem Mu über alle bewohnten Länder. Herrin, die in ihrem Mu freudig die Höhen des Himmels erreicht, über allen Zufluchten schwebt sie in ihrem Mu. Professor Hay Frankfurt rekonstruierte in seiner Arbeit Cylinder Seals das Muster eines Siegels, das auf Kreta gefunden und auf das 13. Jahrhundert Jahre vor unserer Zeit datiert wurde. Dieses Muster zeigt deutlich ein Fahrzeug, das sich in den Lüften bewegt, angetrieben von etwas, das aus seinem hinteren Teil austritt. Geflügelte Pferde, verschlungene Tiere, eine geflügelte Himmelskugel und eine Gottheit mit Hörnern, die aus einer Kopfbedeckung ragen, sind Motive, die in der mesopotamischen Kunst gut bekannt sind. Man kann ohne Risiko annehmen, dass das Bild einer Rakete, das auf dem kretischen Siegel eingraviert ist, ein allgemein bekanntes Thema im alten Nahen Osten war. Eine Rakete mit Flügeln oder Stabilisatoren, in die man über eine Leiter gelangte, ist auch auf einer Tafel zu sehen, die in Geza, einer alten Stadt Kanaans, östlich von Jerusalem ausgegraben wurde. Auf einem Doppelsiegel ist ein ähnliches Bild einer Rakete zu sehen, die neben einer Palme auf der Erde steht. Der himmlische Charakter dieser Objekte wird durch die Symbole der Sonne, des Mondes und der Tierkreiszeichen bezeugt, die dieses Siegel schmücken. Mesopotamische Texte beschreiben oft Tempelumzäunungen, himmlische Reisen der Götter und sogar Fälle, in denen Sterbliche in den Himmel aufsteigen, wobei sie den Begriff Mu oder seine semitischen Derivate Shumu, Sham oder Shem verwenden. Dieser Begriff, der das, was Mu ist, bedeutet, wurde oft als Name statt als Himmelsgefährt übersetzt, was das wahre Verständnis der alten Aufzeichnungen verschleierte. George Barton übersetzt die Tempelinschrift von Gudea als „Ihr Name erfüllt die Länder“. Doch Mu könnte ein Flugobjekt gemeint haben.
Ein Hymnus an Ischkur spricht von seinem strahlenden Mu, das den Himmel erreicht. Professor Retzlober weist darauf hin, dass der Begriff Shem und das Wort Shamayim, Himmel, von dem Wort Shama stammen, das, was in die Höhen strebt, bedeutet. Wenn das Alte Testament beschreibt, dass König David sich Shem gemacht hat, um seinen Sieg über die Aramäer zu gedenken, glaubt Retzlober, dass er sich nicht Ruhm gemacht hat, sondern ein himmelwärts gerichtetes Denkmal errichtet hat. In Skulpturen und Siegeln wird oft ein Gott in einer raketenförmigen Kammer dargestellt, umgeben von einem Motiv von 12 Planeten, was seine himmlische Natur bestätigt. Solche Objekte wurden überall auf der Erde als Orte der Verehrung platziert, damit der Gott an verschiedenen Orten präsent sein konnte. Könige und Herrscher begannen, ihre Abbildungen auf diesen Säulen Stelen zu meißeln, um sich mit dem Reich der Ewigkeit zu verbinden. Das Alte Testament beschreibt die Engel des Herrn als Boten, die göttliche Botschaften überbrachten. Jesaja verspricht dem leidenden Volk von Juda eine bessere Zukunft. Ich werde ihnen in meinem Haus und in meinen Mauern Jad gewähren und ihnen Shem geben. Jad war ein pyramidenförmiges Denkmal und Shem hatte einen ovalen Gipfel. In Ägypten pilgerten die Gläubigen nach Heliopolis, um den Ben-Ben zu sehen, ein pyramidenförmiges Objekt, mit dem die Götter zur Erde kamen. Ägyptische Pharaonen wurden der Zeremonie des Manaund-Öffnens unterzogen, um in den göttlichen Sitz des ewigen Lebens transportiert zu werden. Die Genesis erzählt von dem Bau des Turms von Babel, wo die Menschen sagten: Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, und lasst uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Gott stieg herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, die die Menschen bauten, und verwirrte ihre Sprachen, damit niemand den anderen verstand. Die Menschen hörten auf, die Stadt zu bauen, und der Ort wurde Babel genannt, was Verwirrung bedeutet. Der babylonische Priesterhistoriker Berossus beschreibt, dass die ersten Bewohner dieses Landes, stolz auf ihre Stärke, begannen, einen Turm zu errichten, dessen Spitze den Himmel erreichen sollte. Der Turm wurde von den Göttern umgestürzt und die Menschen begannen, verschiedene Sprachen zu sprechen. Ein sumerisches Siegel zeigt einen Konflikt zwischen bewaffneten Göttern über den Bau des Turms durch die Menschen. Die Stele von Naram-Sin aus ungefähr 2300 Jahre vor unserer Zeit zeigt eine große Gestalt eines Gottes, der auf Menschen tritt, die zu einem kegelförmigen Objekt marschieren. Dieser Gott scheint mit Zorn auf die Konstruktion zu blicken. Das Alte Testament beschreibt mehrere Fälle von Himmelfahrten Sterblicher. Henoch, der 7. Patriarch in der Linie Adams und Urgroßvater von Noah, wandelte mit Gott und wurde in den Himmel aufgenommen, um der irdischen Sterblichkeit zu entgehen. Ein weiterer Sterblicher war der Prophet Elia, der inmitten eines heftigen Windes in den Himmel emporgehoben wurde. Im Buch Ezechiel finden wir eine Erwähnung eines dritten Sterblichen, des Fürsten von Tyros, der Zugang zur göttlichen Wohnstätte erlangte und mit großer Weisheit gesegnet wurde. Der Herr sagte Ezechiel, dass dieser Fürst, voll Weisheit und vollkommener Schönheit, im Eden, dem Garten Gottes, war und sich unterlahm unter den feurigen Steinen bewegte. Doch der Hochmut seines Herzens führte ihn ins Verderben. Auch sumerische Texte erwähnen einige Menschen, die die Ehre hatten, in den Himmel aufzusteigen. Adapa, von Ea als Prototyp des Menschen geschaffen, erhielt Weisheit, aber nicht das ewige Leben. Ea beschloss jedoch, den Stachel des Todes abzuwenden, indem er Adapa mit einem Shem ausstattete, der ihm ermöglichte, die himmlische Wohnstätte von Anu zu erreichen, um das Brot des Lebens zu essen und das Wasser des Lebens zu trinken. Als Adapa bei Anu ankam, fragte der Gott, wer ihm den Shem gegeben habe, der ihm den Aufenthalt im Himmel ermöglichte. In biblischen und mesopotamischen Geschichten über Besuche Sterblicher in der Wohnstätte der Götter finden sich ähnliche Motive. Adapa, ebenso wie der Fürst von Tyros, wurde aus vollkommener Tonerde geformt. In beiden Fällen erscheint das Ding Shem oder der feurige Stein, sowie ein besonderer Ort, der in der Bibel als Paradies und in Sumer als himmlische Wohnstätte bezeichnet wird. Einige kehrten zur Erde zurück, andere, wie der mesopotamische Flutheld, blieben dort, um die Gesellschaft der Götter zu genießen. Einer der bekanntesten Sterblichen, die nach Unsterblichkeit suchten, war Gilgamesch, der Herrscher von Uruk. Er galt als zu 2/3 göttlich und zu 1/3 menschlich und beschloss, seinen Vorfahren Utnapishtim, den Helden der Flut, zu finden, der dem Tod entkommen war und in der himmlischen Wohnstätte lebte. Gilgamesch, ermutigt durch den Anblick des Zeichens der Hand Anu, begab sich auf eine riskante Reise. In seinem Traum sah er einen blendenden Glanz und einen Mann, weiß wie niemand in diesem Land, der ihn rettete. Trotz der erschreckenden Visionen gab Gilgamesch die Reise nicht auf.
Zusammen mit seinem Gefährten Enkidu machte er sich auf den Weg ins Land Tilmun, wo er sein Shem bauen wollte. Gilgamesch und Enkidu erreichten die geschlossene Zone, die von gefährlichen Wächtern bewacht wurde. Sie verbreiten unheimliche Angst, in ihren Augen ist der Tod. Ihre durchdringenden Lichter durchkämmen die Berge. Sie bewachen Shamash, wenn er in den Himmel aufsteigt und vom Himmel zurückkehrt. In der Nacht hatte Gilgamesch schreckliche Visionen, die man als Bericht über den Start von etwas, das er nicht verstand, interpretieren kann. Der Himmel schrie, die Erde donnerte, das Licht des Tages erlosch, es wurde dunkel, ein Blitz zerriss die Weite, eine Flamme schoss empor. Die Wolken schwollen an und es regnete Tod. Dann verschwand die Helligkeit, das Feuer erlosch und alles, was fiel, verwandelte sich in Asche. Am nächsten Tag, als Gilgamesch sein teilweise göttliches Erbe und das Ziel seiner Reise offenlegte, ließen die Wächter ihn passieren. Er erreichte den Berg Mashu, wo er Shamash, das Himmelsgewölbe, erreichen sah. Schließlich gelangte Gilgamesch in einen prächtigen Garten, wo er Utnapishtim traf. Der Vorfahre informierte ihn, dass der Mensch der Sterblichkeit nicht entkommen könne, bot ihm jedoch eine Möglichkeit, den Tod hinauszuzögern, indem er den Ort enthüllte, an dem eine Pflanze der Jugend wuchs. Leider verlor Gilgamesch die Pflanze auf dem Rückweg. Die Geschichte von Gilgamesch ist aufgrund ihrer luftfahrttechnischen Aspekte interessant. Das Shem, das Gilgamesch benötigte, um zur Wohnstätte der Götter zu gelangen, war ein Fluggerät. In der Grabstätte eines ägyptischen Verwalters wurde eine Zeichnung gefunden, die die Spitze eines solchen Schiffes zeigt, das 1 oder 2 Piloten aufnehmen konnte. Tilmun, das Land, in das Gilgamesch reiste, bedeutete Land der Geschosse, wo Shem gebaut wurden. Utu Shamash, der göttliche Kommandant des Raumhafens der Götter, war derjenige von den feurigen Fahrzeugen. Sumerische Texte, darunter König Listen, informieren uns, dass der 13. Herrscher von Kish-Etana war, bekannt als derjenige, der in den Himmel aufstieg. Die Geschichte seiner himmlischen Reise war im antiken Nahen Osten gut bekannt und wurde auf vielen Siegeln dargestellt. Etana wurde von den Göttern ausgewählt, um der Menschheit Sicherheit und Wohlstand zu gewährleisten, konnte jedoch keinen Sohn zeugen, der die Dynastie fortsetzen würde. Das einzige Heilmittel war ein Geburtssämling, der nur im Himmel zu finden war. Wie später Gilgamesch wandte sich Etana an Shamash um Hilfe und sprach: O Herr, lass es aus deinem Mund kommen, beschenke mich mit dem Geburtssämling, zeige mir den Geburtssämling, entferne mein Hindernis, baue mir einen Shem. Shamash stimmte zu und informierte Etana, dass ihn ein Adler an den himmlischen Ort bringen würde. Auf Befehl von Shamash trug der Adler Etana in den Himmel von Anu. Während sie aufstiegen, wurde die Erde immer kleiner. Als er ihn eine Beru hochhob, sprach der Adler zu ihm, zu Etana: Schau, mein Freund, wie die Erde aussieht. Schau auf das Meer neben dem Berghaus. Das Land ist tatsächlich nur noch ein Hügel. Die Weite des Meeres sieht aus wie ein Becken. Dann, als sie auf die zweite Beru stiegen, sagte der Adler: Mein Freund, wirf einen Blick auf das Aussehen dieser Erde. Das Land unten hat sich in eine Falte verwandelt. Die Weite des Meeres in einen Brotkorb, als er ihn auf die dritte Beru hochhob. Der Adler sprach wieder: Schau, mein Freund, wie diese Erde aussieht. Diese Erde hat sich in ein Gärtnerbeet verwandelt. Und dann, als sie noch höher stiegen, verschwand die Erde aus dem Blickfeld. Als ich mich umsah, war die Erde verschwunden und ich konnte meine Augen nicht am weiten Meer weiden. Sumerische Texte berichten, dass es in Sippa einen abgegrenzten Bereich gab, verborgen und von Mauern geschützt, wo der Tempel des Utu stand, ein Haus, das wie das Haus des Himmels war. Im inneren Hof stand ein emporgehobener, mächtiger Apin. Aus der Analyse der Texte, die heilige Objekte im Tempel des Utu beschreiben, geht hervor, dass die Menschen dort vor 3 göttlichen Objekten Schwüre leisteten: der goldenen Kugel, segmentähnlich einer Mannschaftskabine, Gier, Piktogramm, das wörtlich als scharfes Objekt übersetzt wird, ähnlich einem Landegerät, und Aligmarati, Gang, der das Schiff bewegt, was als Bestandteile eines fliegenden Objekts der Götter interpretiert werden kann. Der sumerische Begriff Din-Gir, der Götter oder göttliche Wesen bedeutet, besteht aus Symbolen, die an ein fliegendes Objekt erinnern könnten. Dieser Begriff hatte die Bedeutung die Gerechten der hellen, spitzen Objekte. Das Alte Testament enthält einen rätselhaften Abschnitt im Kapitel 6 der Genesis, der von den Söhnen Gottes und ihren Beziehungen zu den Menschen spricht. Der Abschnitt lautet: Die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen schön waren. Da nahmen sie sich Frauen von allen, die sie auswählten. Die Konsequenzen dieser Ereignisse und die Analogien zu den sumerischen Geschichten über Götter, ihre Söhne und ihr halbgöttliches Nachkommen sind offensichtlich.
Die Bibel fährt fort: Es waren zu jener Zeit Nephilim auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das waren die Helden der Vorzeit, berühmte Männer. Traditionell wurde Nephilim als Riesen übersetzt, aber moderne Übersetzer haben diesen Begriff unverändert gelassen. Der Begriff Nephilim stammt vom semitischen Wurzelwort NFL, was herabgeworfen werden bedeutet, und wörtlich diejenigen, die auf die Erde geworfen wurden, heißt. Der Ausdruck seit jeher hatten sie einen Shem wurde als seit jeher hatten sie einen Namen übersetzt, was sie waren berühmt bedeutete. Wie wir jedoch festgestellt haben, bezieht sich der Begriff Shem auf den Begriff Himmelsgefährt. Malbim, ein bekannter Kommentator des 19. Jahrhunderts, erklärt, dass die Herrscher der Länder Söhne von Göttern waren, die vom Himmel kamen und menschliche Töchter heirateten. Ihre Nachkommen waren Helden, Fürsten und Könige. Diese Geschichten, so Malbim, bezogen sich auf heidnische Götter, Söhne von Gottheiten, die in der ältesten Zeit vom Himmel auf die Erde gefallen waren. Jeder von uns sollte diesen Film auf seine eigene Weise interpretieren. Einige werden Anhänger der Theorie sein, dass die Sumerer als antikes Volk in vielen Bereichen der Technologie und des Bauwesens Pioniere waren und spätere Zivilisationen ihre Ideen kopierten und im Laufe der Jahre verbesserten. Andere mögen glauben, dass die Bibel sowie die griechische, ägyptische und hinduistische Mythologie auf sumerischen Erzählungen basieren und im Laufe der Jahrhunderte in einer für jede Kultur charakteristischen Weise und Erzählweise verändert wurden. Wieder andere könnten denken, dass die Sumerer Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation hatten, die sie Götter nannten und das, was sie sahen, mit ihren eigenen Worten beschrieben, ähnlich wie ein moderner Mensch mit seiner Technologie plötzlich in ihrer Welt auftauchen würde. Es wird auch eine Gruppe geben, die nur die Fakten akzeptiert, nämlich die gefundenen Gebäude, Artefakte und Hunderte von Aufzeichnungen in Form von Tontafeln und Skulpturen auf archäologischen Stätten und ihre Mythologie als Märchen betrachtet, die von Herrschern dem Volk aufgedrängt wurden, um Macht über sie zu haben und Angst zu erzeugen. Unabhängig von unseren Überzeugungen steht eines fest: Die Geschichte der Sumerer ist äußerst faszinierend und voller Geheimnisse, die noch entdeckt werden müssen.